104. Und dann sind sie nach Stalingrad gekommen. Ja. Und also unten der Stadt konnte man sich überhaupt nicht aufhalten. Wir lagen oben auf der Höhe. Da hat es geknallt. Die Stimmung war ganz mies und mau, weil wir waren so weit weg, es hat nicht geklappt. Es ging in Stalingrad, ging es nicht vor und nicht zurück. Und das hat sich über dieses ganze Heeresgruppe ausgebreitet. Und dann kam ja der Befehl an die Paulusarmee, einigeln. Das heißt mit anderen Worten, also nicht ausbrechen. Hast du dich jemals gefragt, was uns die allerletzten Zeitzeugen aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges erzählen können? Ich habe heute die große Ehre, einen 103, gleich 104-jährigen Jungen, beinahe 104, zu interviewen. Und dieser 103, bald 104-jährige Zeitzeuge erzählt uns heute, wie er 103, 104 Jahre geworden ist, wie er damals die Zeit im Zweiten Weltkrieg, unter anderem in Stalingrad, erlebt hat. Sie sind einer der letzten Stalingrad-Überlebenden, die durch glückliche Umstände damals ausbrechen konnten. Und wie er dann zu Ende des Zweiten Weltkrieges in russische Kriegsgefangenschaft gekommen ist, welchen Ratschlag er uns mit auf den Weg geben würde und was wir dafür tun können, dass sich solche Geschichten wie damals nicht wiederholen. Ich bin Daniel Pleunig, bin Begründer des Friedensprojektes Lebensweisheiten von 100-jährigen Menschen und bin diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger. Und genau diese wertvolle Zeitzeugengeschichte für den Frieden wirst du heute bekommen. Darf ich fragen, wie jung Sie sind? Also ich bin 103 Jahre alt. Im November. Und wenn ich Glück habe, werde ich in 2 Monaten 104. Im November 1921, am 7. November. Hier in Braubach geboren. Und wie fühlt sich das an, jetzt 103, bald 104 Jahre zu sein? Ja, in gewisser Hinsicht ist das schön. Auf der einen Seite, ja, man kann das alles noch verfolgen, wie das jetzt zum Beispiel da in der Ukraine, also dieser furchtbare Krieg, ich hänge jeden Tag am Fernseher und gucke die Nachrichten, wie geht es da weiter. Und ich leide eigentlich mit diesen Menschen, weil ich habe diese Ukrainer als Zivilisten, als gute Menschen kennengelernt. Die haben sich mehr als einmal, also ich kann Beispiele bringen, wo die sich ganz offen zu uns bekannt haben. Weil sie die ganze Zeit im Krieg eigentlich in der Ukraine verbracht haben, wenn wir schon kurz vorspringen. Ja, und man kann sagen, dass ich durchweg in der Ukraine war, bis wir dann über den Don nach Stalingrad kamen. Das ist ja russisches Gebiet. Und dann auch unten, als wir über den Don da in der Kalmückensteppe waren. Bevor wir dann zu diesen Ereignissen kommen, vielleicht möchten Sie zu Beginn erzählen, 1921 geboren, wie das zu der Zeit in der Zwischenkriegszeit war, aufzuwachsen für Sie. Wie war das damals so für Sie? Ja, ich bin ganz normal. Wie so ein Bub hier am Rhein aufwächst. Wenn die Schule aus war, schnell Schularbeiten gemacht und dann hier das ganze Rheinufer, das war damals noch naturbelassen. Da konnten wir schön spielen. Und dann der Rhein, der bot sich ja zum Baden an, zum Schwimmen an, über den Rhein schwimmen, die Schiffe anschwimmen und mit hochfahren und dann wieder ins Wasser springen und von der Strömung treiben lassen. Und wie ist es dann gewesen, wie dann so diese Notzeiten 1929 gekommen ist, so diese Weltwirtschaftskrise, wie ist dann gewesen? Hat mein Vater, der hat Glück gehabt, der war auch auf dieser blauen Silberhütte. Und die hat da, obwohl damals alle Leute
oder viele Fabriken, es gab ja 7 Millionen Arbeitslose in Deutschland. Und diese Hütte, die hat damals weitergearbeitet. Die haben im Monat ungefähr, ehe sie umgewandelt haben die im Monat ungefähr 3000 Tonnen Blei ausgeschmolzen. Und in diesem Blei waren 8% Silber, goldhaltiges Silber drin. Und die haben dieses goldhaltige Silber herausgeschmolzen und das wurde dann nach Frankfurt in die Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt gebracht. Von einem Bekannten von mir, der ist damals jeden Monat mit 3 Tonnen Silber, ist er ganz allein über den Taunus nach Frankfurt gefahren. Hier in den 50er Jahren war das. Und wie ist es dann gewesen für Sie, wie am 30. Jänner 1933 der Hitler an die Macht gekommen ist? Was hat sich dann so verändert für Sie? Das war eigentlich in der Schule. Da haben wir es am meisten gemerkt. Denn da wurden wir immer und immer wieder kontrolliert. In welcher Jugendorganisation bist du? Und da waren so die katholischen Mitschüler, die waren alle da in der, in der katholischen Jugendorganisation. Ich war bei den Nährrudern und da waren eigentlich kaum welche, die politisch interessiert waren. Und dann, das war dann 1934, da haben wir mit dem Nährruderbund hier in der Eifel, in einem Wiesental, da wollten wir dann so ein Ferienlager machen. Und da kam dann, und das hatten wir dann schön aufgebaut, mit Zelten und so. Und dann kam eine Einheit von der Hitlerjugend und die haben den Leuten dann gesagt, bis morgen früh baut ihr wieder ab, andernfalls werden diese beiden Leiter dieses Lagers einkassiert. Also da ist praktisch das Lager mit Gewalt geschlossen worden. Ja, dann war ich in gar keiner Einheit, also in keiner Jugendorganisation drin. Und mit der Hitlerjugend, da wollte ich ja nichts zu tun haben, die hatten uns ja verboten. Und dann da stand ich da unten am Rhein, dann haben die da Fußball gespielt. Na, spiel doch mit. Und da war ich dabei. Das heißt, alle anderen Jugendorganisationen, die jetzt nicht so systemkonform waren, wie zum Beispiel im katholische Jugend, sind alle gleich. Die sind so nach und nach alle verboten worden. Und dann wurde dann in der Schule, zum Beispiel von der Studienrat, na, bist du jetzt in der Hitlerjugend? Das waren ja Respektpersonen. Naja, und dann wurde uns ja da auch etwas geboten. Sehen Sie, ich bin bei einer Sache, sind wir 14 Tage in das Elbsandsteingebirge gefahren. Und da waren wir dann 8 Tage auf einer Jugendburg, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, und 8 Tage sind wir über die Höhe des Erzgebirges gewandert. Und dann wurde gewechselt, also wir waren dann 2 Gruppen und dann kam die andere Gruppe in die Jugendherberge und die Jugendherberge-Leute, die sind dann gewandert. Und zum Schluss waren wir noch 2 Tage in Dresden in der Jugendherberge. Und da kamen, das war im Jahr 38, ehe der Anschluss war, vom Egerland, oder Egerland nannte sich ja. Und da kamen dann diese Egerländer Jugenddeutschen, die kamen dann in ebenfalls in diese Jugendherberge
Und da haben wir mit denen Verbrüderung gehabt. Die haben dieselbe Sprache gesprochen. Für uns waren das Deutsche. Trugen dieselbe Uniform wie wir. Wir hatten es nur in Braun und die hatten es in Grau. Und das war dann hier, also wir gehören zusammen. Und in diesen Jahren jetzt eben von 33 bis 39, bevor der Krieg angefangen hat, haben Sie das irgendwie gemerkt, dass da irgendwas so am Kommen ist, dass sich irgendwas aufbaut, dass da vielleicht der Hitler was anfangen will? Wie haben Sie das so erlebt gehabt? Also Sie müssen mal sehen, nach dem Ersten Weltkrieg haben ja besonders die Siegermächte, die haben ja auf den Deutschen rumgedrückt, tiefer ging es gar nicht mehr. Zum Beispiel die Engländer haben nach Kriegsende die Deutschen noch ein halbes Jahr hungern lassen. Also dürfte nicht importiert werden. Und dann kam dieser Hitler und hat auf einmal gesagt, hier, das war zu hart. Und dann, dass die Deutschen allein den Krieg angefangen hätten. Der ist ja damals in Sarajevo losgegangen. Deswegen ist ja oft schon dieses Thema, dass es nicht den Ersten und nicht den Zweiten Weltkrieg gegeben hat, sondern nur den großen Krieg, weil das alles zusammengehört hat, wie Sie das gerade angesprochen haben, mit Sarajevo schon begonnen 1914. Da fing es an. Und so haben Sie das dann immer erlebt, bis dann 1939 dann am 1. September der Krieg begonnen hat. Wie haben Sie das so mitbekommen dann? Das weiß ich noch ganz genau. Also zu der Zeit war ich noch Lehrling auf der Blauen Silberhütte. Und da wurde die ganze Belegschaft, die wurde es gab so eine Mensa, wo es auch Essen gab für die Arbeiter. Und da wurde die ganze Belegschaft wurde in den Raum bestellt. Und dann haben wir eine Radiosendung gehört. Und da ist es uns klar geworden, dass an dem Morgen der Krieg in Polen angefangen hatte. Und da gab es nur, das muss ich wirklich sagen, auch obwohl ich selber, also ich war aus diesem Jungen, der erste, der wieder war, weil die hatten unsere Organisation, die Herode, verboten. Und nachher war ich auch dafür. Gell? Also das Programm Großdeutschland, sobald die deutsche Zunge klingt, das war ja irgendeine Idee. Und die hatte mich auch gepackt. Ja, und da gab es ja dann trotz alledem auch bei mir ein dummes Gesicht. Also da war keiner, der Hurra geschrien hat oder irgendwie gejubelt hat, sondern alle. Gell? Wie denn der Krieg begonnen hat, meinen Sie? Ja. Mhm. Also es auf einmal bekannt wurde, hier, der Krieg ist da. Warum haben Sie dann dieses Gesicht gemacht, so weil Sie vielleicht selber denken, jetzt müssen Sie auch dann dort? Sie waren erschrocken. Das waren ja zu einem großen Teil, waren das ja noch Leute, die 20 Jahre vorher aus dem Krieg heimgekommen waren. Und die Hungerszeit und die Inflation und all das Schlimme, was dann noch gefolgt war, die hatten das alles miterlebt. Also, und dann, und wehe dem, wenn dann hier in Braubach jemand den Mund aufgemacht hat, der ist ganz schnell abkassiert worden. Da war nichts drin. Also diese kritische Äußerung ist sehr schnell. Das ist jetzt genau hier, sagen wir mal, wie von Putin jetzt berichtet wird. Der führt Krieg und jeder, der irgendwie ein kritisches Wort sprach oder spricht, der wird abkassiert und hier kamen die dann ins Konzentrationslager.
Da ist ein Mann hier aus Braubach, der ist in Konzentrationslager gekommen und dann nach einem guten halben Jahr ist er wiedergekommen und hat immer noch nicht den Mund gehalten und da war er weg. Ist nie mehr wiedergekommen. Und das wusste jeder. Also jeder wusste, wer sich kritisch äußert, wird abgeschoben ins KZ oder gleich. Oder sagen wir mal, als wir aus Stalingrad da herausgebrochen waren und als wir da zum ersten Mal so richtig zusammengehauen worden waren, da habe ich angefangen und habe Angst gehabt, jetzt verlieren wir den Krieg. Das hat schon früher. Das war schon im Herbst 1941. Da war ja schon der kalte Winter. Und da hat, als der Hitler damals den Amerikanern den Krieg erklärt hat, das war ja im Dezember 1941. Und da kamen wir gerade vom Einsatz zurück. Und da hatten wir gerade aus Wien hatten wir Ersatzleute bekommen. Und die haben uns das dann erzählt, dass der Hitler den Amerikanern Krieg erklärt hat. Da habe ich gedacht, oh je. Denn von dem Ersten Weltkrieg wusste ich, dass die Amerikaner ungeheuer produzieren konnten, dass wir da nicht mehr mitkamen. Und 200 Millionen neue Gegner. Wie ist es? Und dann habe ich gedacht, wir müssen als Soldaten müssen wir weitermachen, damit irgendwie ein Verhandlungsfriede kommt. Und ich ahnte schon, wie das aussehen würde, wenn die Russen nach Deutschland kommen. Und meine Ahnung hat mich nicht betrogen, es war noch schlimmer. Bevor wir dann zu dem Ganzen kommen, Sie haben ja sehr viel zu erzählen. Danke, dass wir überhaupt das filmen dürfen. Wie ist es dann gewesen am 2. Februar 1941, wie Sie einrücken haben mussten? Wie haben Sie das so, da ist der Befehl auf einmal gekommen, oder wie war das so für Sie damals? Ah ja, also da sind wir schon, da waren gerade 17, 18 geworden. Da sind wir schon gemustert worden. Und dann ich hatte meine Lehre noch nicht und dann haben die das tatsächlich so gemacht. Denn manche, die sind damals schon im Herbst 40 von meinem Jahrgang einberufen worden. Und ich erst dann im 1. Februar 41. Und ich bin gegangen. Nicht freiwillig, sondern weil ich musste. Ich wollte kein Soldat sein. Aber Sie haben keine Wahl gehabt. Wie bitte? Aber Sie hatten keine Wahl. Nein. Wer sich da gewehrt hat, das konnte Strafbataillon, also die wurden fertig gemacht. Und wo seien Sie dann hinkommen zuerst? Nach Niederlandstein hier. Das war ja schön. Nachdem die Rekrutenzeit vorbei war, das waren noch 2, 3 Monate, da konnte ich jeden Sonntag hier nach Braubach kommen. Und wie ist es dann gewesen am 22. Juni 1941, wie dann der Deutsche in Russland eingerückt ist? Wie ist es für Sie gewesen? Da haben wir nur, da waren wir der Sonntag vorher, war ich nochmal hier von Lahnstein nach Braubach, wusste aber, dass es am Montag losgehen würde. Und dann sind wir die ganze Woche mit Personenzügen, hier mit fahrplanmäßigen Personenzügen nach Osten gefahren. Das waren dann ungefähr so 20, 30 Mann Abstellung. Und dazu haben wir eine ganze Woche gebraucht. Und sind dann samstags abends bei dieser Einheit am Bug angekommen. Und da wurde gerade die Kompanie zusammengerufen
schön aufgestellt, Führerbefehl, die Russen, die wollen uns angreifen. Wir greifen die morgen früh an. Da waren wir gerade angekommen und dann am anderen Morgen ging sie dann hinein. Und da sind wir dann über den Bug und dann ging es los. Zu der Zeit waren Sie nicht einmal also gerade einmal 19 Jahre. 19, ja. Waren Sie da schon in dieser Panzerkorps-Nachrichtenabteilung 448 oder sind Sie erst später in diese Einheit gekommen? Nein, das war die Einheit. Das war schon die Einheit. Ich bin von Anfang bis zum Schluss in der einen Einheit gewesen. Hab natürlich Glück gehabt, gell? Nie verwundet worden. Höchstens doch mit der Bombe, die ins unser Auto reingeschlagen ist, aber nicht explodiert. Sonst wäre ich weg gewesen. Gerade im Sommer 41 waren dann diese Schlammwüsten, diese Läuseplagen vor allem. Also, wir haben, das war ungefähr im September 41, da war es da unten schon sehr kalt. Und da waren wir nachts auch unterwegs gewesen, hatten Leitung gebaut. Und als wir fertig waren, sind wir einfach in die Russenhäuser hinein und waren so durchschworen und haben uns dann in die Betten der Russen gelegt. Weil es so kalt war. Weil sonst, wir waren durchschworen. Wir hatten ja keine Winteruniform gehabt. Den deutschen Soldaten fehlt die Winterausrüstung. Sie kämpfen in ihren Sommeruniformen, während die Temperaturen auf minus 20 Grad sinken. Im Winter sollte Moskau längst erobert sein und die deutschen Truppen sollten feste Quartiere bezogen haben. Stattdessen sind sie ohne jeden Schutz vor der Witterung. Auch viele Österreicher trifft dieses Schicksal. Ein rascher Rückzug in befestigte Quartiere wäre noch möglich. Aber Hitler befiehlt, die Front unter allen Umständen zu halten. Der motorisierte Nachschub kommt bald zum Erliegen. Pferdeschlitten kommen gerade noch durch. Nur wenige Filmaufnahmen wurden damals gemacht und nur ganz wenige sind erhalten geblieben. Aber auch diese wenigen lassen erahnen, welchen Strapazen die Soldaten damals ausgesetzt gewesen sind. Das war ja der Hitler hat gedacht, anscheinend in einem halben Jahr, also bis zum Winter, haben wir den Russen erledigt. Und dann kamen wir in den Winter hinein und da haben wir uns dann so notdürftig, also die Arbeitsuniform und die andere Uniform übereinander gezogen, Stroh in die Stiefel und was war. Bis zu minus 49 Grad. Also sauer, das war einmal. Aber so wochenlang so 20, 30 Grad. Nachts 30, tagsüber 20 Grad. Und das hat auch gereicht. Und was haben Sie da so für Aufgaben gehabt in der Nachrichtenabteilung? Was war so ein typischer Tagesablauf damals im 1941er in Russland? Was war so diese Aufgabe, die Sie da so wir haben hier von einer, oder meistens haben wir irgendwo eine Vermittlung gehabt. Also eine zentrale Stelle. Und von da haben wir dann nach allen Seiten Leitungen gebaut an die einzelnen Einheiten. Und dann ich hab eben gerade noch mal hier durchgeguckt. Das war das erste Mal, wo ich hätte draufgehen können. Das war im Sommer 41. Das war der Kessel von Kiew. Den hatten wir im Osten zugemacht. Und dann kam der Russe, der hat dann versucht, die sind dann durch unsere Linien und Einheiten so durchgesickert, mal hier, mal da.
Und da hatten die dann unsere Leitung durchgehauen. Und da wurden wir auf Störungssuche geschickt. Und da mit dem Auto natürlich. Und da sind wir dann da der Leitung entlang gefahren. Und da sind wir dann da hinten auf der Höhe, da kommen so in Pulks, kommen da Leute an. Und bis wir dann da so richtig ran waren, da hatten die dann vorne in dem Auto saßen ja nur der Kraftfahrer und der Unteroffizier. Und da haben die dann gesehen, dass das so waren. Und da kam der Unteroffizier aus Stellung, und ich war natürlich der Erste, raus aus dem Wagen, in den Graben geworfen. Und unser Kraftfahrer, der hat aber gedacht, gedreht und nichts wie ab. Und da ist der Unteroffizier, der ist schnell wieder in ein Auto gesprungen. Ein zweiter, der war auch schon vom Wagen abgesprungen, aber der hat sich noch gekraft. Und dann sind die abgerückt und ich saß noch da im Graben. Und da bin ich aber gelaufen. Und da haben die dann so ein paar hundert Meter weiter, haben die gewartet auf mich, bis ich dann rankam. Da gab es so ein bisschen Schießerei hin und her. Und die haben gesagt, also da wären Reiter unterwegs gewesen, die mich hätten schnappen wollen. Und haben die aber geschossen und dann sind die wieder abgerückt. Also das war so das erste Mal, dass mir an den Kragen hätte gehen können. Das erste Mal von vielen weiteren. Das Schlimmste war, da waren wir als Infanterie eingesetzt. Also es gab ja Alarmbataillone. Und Alarmbataillone, das war, wenn die Infanterie solche Verluste gehabt hat, dass die allein nicht mehr halten konnte. Und dann hat man von den rückwärtigen Einheiten, das waren noch die Nachrichtenleute, das waren die Kraftfahrer, das war die Artillerie, das waren Pioniere und so weiter. Da hat man Leute rausgekämmt und hat dann die zusammengefasst und dann war das ein Alarmbataillon. Und da waren wir von unserer Kompanie mit 10 Mann abgestellt. Und nach 14 Tagen kamen wir zurück, ich allein. Und die anderen 9 waren weg. Vermisst. Einen Verwundeten, den hatte ich, das war der MG-Schütze, ich war MG-Schütze 2 und der MG-Schütze 1, der war verwundet. Und wir sind von den Russen abgehauen. Und der rief dann, August, nimm mich mit. Da habe ich meine Munitionskästen fallen lassen und habe mir den geschnappt und mitgenommen. Und als ich dann allein zur Kompanie zurückkam, da hat der Kompaniechef nicht gefragt, wie ist es dann, wo sind dann die Männer? Sie waren MG-Schütze 2, wo ist das MG? Und da habe ich ihm das erzählt. Ja, das muss jetzt ein Kriegsgericht klären. Da wollte er mich fürs Kriegsgericht bringen. Und da war aber der Leutnant, der den Zug da geführt hatte, der war auch davon gekommen. Da bin ich zu dem, der war aber von einer anderen Kompanie. Da bin ich zu dem hin und habe gesagt, der Leutnant so und so. Da hat der. Das heißt, die Maschinen waren wichtiger als der Mensch. Bitte nochmal? Das heißt, die Maschinen, die Gewehre waren wichtiger als der Mensch. Das war wichtig, ja. Was nützt ein Soldat, wenn er kein Gewehr mehr hat? Und dann im Winter 41, wie war das dann gerade zu Weihnachten? Weil da waren Sie jetzt dann schon 5 Monate weg von zu Hause. Wie ist das so für Sie gewesen auf einmal, wenn dann so die Weihnachtszeit kommt? Also ich war zu der Zeit bei einem Leutnant, ZBV. Also ZBV, das fängt an beim Stiefelputzen bis zu irgendwelchen Sonderaufträgen. Und da sind wir eigentlich
zu der Vermittlung. Also wir waren dann, der Leutnant war bei der Vermittlung stationiert, der war dafür verantwortlich. Und da sind wir dann zu denen in die Vermittlung und haben bei denen, hatten wir uns ein Weihnachtsästchen besorgt. Natürlich, die Stimmung war gedrückt, können Sie sich vorstellen. Haben Sie da Kontakt zur Familie nach Hause gehabt? Ja, wie dann? Hier per Post, Nee. Feldpost. Da hat dann natürlich keiner da angefangen hat gedrückt. Das waren natürlich die Verheirateten, die Kinder daheim hatten. Für die war es noch viel schlimmer. Wir waren ja junge Burschen. Ja, also wenn dann so manchmal so besinnliche Stunden, wenn dann das so von daheim erzählt wurde, dann haben diese verheirateten Männer manchmal schwer gedrückt. Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht, nur das traute, hochheilige Paar. Holder Knabe im lockigen Haar, schlaf in himmlischer Ruhe, schlaf in himmlischer Ruhe. Ja, Wie war denn das damals, der Kontakt zur Bevölkerung? Wie ist denn das gewesen, so wie Sie nach Russland gekommen sind, gerade so am Anfang, nachher, wie war so der Kontakt zur also Bevölkerung? ich bin immer gut mit denen ausgekommen. Zum Beispiel da in dem Winterquartier. Da wohnte eine Frau mit 2 Kindern und noch eine Frau mit 2 Kindern und ein älteres Ehepaar. Und jeder von denen hat ein Zimmer gehabt. Und wir, der Leutnant und ich, wir hatten auch ein Zimmer. Und wenn dann diese Leute irgendwie etwas wollten, da haben da war ein 16-jähriges Mädchen, das haben sie immer zu mir geschickt und die musste mir das dann da, und die wurde auch nachher meine Freundin. Die habe ich dann nachher jeden Abend, wenn es einigermaßen ging, mal so besucht. Die Nadja. Die Nadja. Mhm. Leider habe ich von der kein Bild. Das heißt, im ersten Winter war die Unterbringung noch besser als im nächsten Jahr dann, was dann. Und jetzt gerade, diese Frau und auch hier das war die Mutter. Das war ein Schikri. Da waren wir mal ein paar Tage eingekesselt. Da haben die mir gesagt, wenn es gar zu gefährlich würde, da wollten sie mich verstecken. Ob sie es nachher gemacht hätten, ist eine andere Frage. Aber impulsiv, wir verstecken dich. Wie lange waren Sie in diesem ersten Kessel von Shishikri? Also wenn das dann dafür rausgekommen wäre, hätte man die miterschossen. Da haben die Russen, die waren ungeheuer hart gegen ihre eigenen Leute. An dieser Bahnstrecke kurz vor Stalingrad, da hatten wir ein Dorf gerade genommen. Und dann haben wir überall so die Häuser durchsucht. Und da kam ich in ein Haus hinein, da lag ein junger russischer Soldat, und hat geheult. Dann stand er Keul. Ich konnte ihn nicht verstehen. Und da habe ich dann ein paar Russen geholt, also Zivilisten. Hier, guckte mal. Und da haben die dann festgestellt,
da hatten der Kommandant, der Befehlshaber da, der hatte wegen Feigheit vor dem Feinde, weil der irgendwie Angst hatte und nicht kämpfen wollen, hatten die dem zur Strafe die Hoden abgebunden. Und da haben die dem dann, also hier die Leute, die haben dann dort wieder aufgemacht, ob es noch gereicht hat oder ob schon, also das konnte ich dann, ich habe mitgenommen und bei den Gefangenen abgeliefert. Aber das ist ganz typisch. Oder bei einer anderen Sache, da haben wir auch, da hatten sie uns als Infanterie eingesetzt. Auch die Dörfer durchsucht, die Häuser durchsucht. Ich komme in ein Haus hinein, da liegt eine Frau, die liegt über der Leiche ihres Mannes und heult. Also ich konnte mich einigermaßen verständigen mit denen. Und da habe ich dann Stadakoi Potschumut kaputt. Die hatten ihren Mann erschossen, weil er während der deutschen Besatzungszeit in der Nähe in einer Zuckerfabrik gearbeitet hat. Und dieser Zucker war nach Deutschland gegangen und dafür haben sie den Mann vor den Augen der Frau erschossen. Also da hätte man doch hier erst vielleicht gesagt, jetzt kannst du Soldat werden. Da haben wir noch einen mehr. Na, drauf. Also das sind so die Sachen, die ich so, das Verhältnis, also was jetzt hier, sagen wir, die russische Herrschaft gegenüber den Leuten, die nicht konnten, nicht wollten. Oder der Mann, der wollte nur vielleicht ein bisschen Geld verdienen. Und dann 1942, wie ist es dann gewesen, so ist dann immer weitergekämpft worden oder hat es dann einmal kurze Phasen gegeben, wo dann mal Pause war, oder ist es durchgehend immer im Einsatz gewesen? In der Wechselzeit, im Herbst und im Frühjahr, da war ziemlich, also da konnte man keinen Krieg führen. Da waren die Straßen so schlecht, da konnte man ja nicht fahren. Denn das war ja das Interessante. Selbst in großen Städten, aus den Städten heraus war dann die Straße noch vielleicht 500 Meter oder 1 Kilometer so gepflastert oder geteert wie in der Stadt. Und dann war das ein Lehmweg. Oder sagen wir, Steine hatten die ja da unten keine. Und dann ist diese Schlammwüste immer gewesen. Und da führte dann rechts und links, das nannte sich Sommerwege, nannte sich das dann. Also das war dann immer dreispurig. Und wenn dann Regenzeit war, dürfte keiner auf der Hauptstraße fahren. Dann mussten die rechts und links auf diese Sommerwege ausweichen. Vielleicht haben die Russen sie auch anders genannt. Also hier die Deutschen haben sie Sommerwege genannt. Und wenn irgendwo ein kleiner Flussübergang war, da kamen die 3 zusammen. Und das war dann immer so das Nadelöhr. Stellen Sie sich vor, hier Baustelle auf der Autobahn, geht von dreispurig auf einspurig über. Das haben wir dann praktisch an jedem Bach- und Flussübergang erlebt. Und dann, wenn das dann so schön alles zusammenstand in Pulks, dann kamen auf einmal dann die Radars. Das waren da diese Tiefflieger. Wie haben Sie die erlebt auf die Tiefflieger? Ah ja, die haben geschossen. Also man hat die auf sich zukommen sehen und hat dann das hat jedes Mal so ein Flämmchen gegeben. Das konnte man sehen. Man hat sich schwarz versteckt und trotzdem geguckt. Also sagen wir, Deckung gesucht in einem Auto.
Und da hatte wir so einen Leutnant, der war ganz neu gekommen. Hier eine schöne Britscheshose. Und der hat, also da kam der Flieger und die sind längs geflogen. Nicht von der Seite, sondern hier längs über der Kolonne nach. Und als der ankam, da ist dieser Leutnant, der ist dann so schnell ins Gelände gelaufen, hat sich versteckt. Und ja, er konnte sich ja nicht verstecken, aber er wollte dann weg von der Kolonne. Ja, und wir haben das gesehen, da haben wir das sah so lächerlich aus, dass wir da standen und haben während des Angriffs den ausgelacht. Der kam nachher ganz bedeppert zurück. Wir sind erst von Kursk, also hier auf Voronezh zu, und dann von Voronezh runter bis vor den Don. Und vor den Don haben wir mindestens 14 Tage in der Steppe gelegen. Da war kein Sprit mehr da. Und als dann Sprit gekommen war, da ging es bei Zimliatskaja über den Don und dann da an die Bahnstrecke. Rostov am Don Richtung Stalingrad. Rostov-Stalingrad, ja. Das war im Sommer 42. Im Sommer 42, ja. Da kam er in die Gegend, wo die Kalmücken wohnen. Also das sind ja Asiaten, Mongolen. Und die haben kein Russisch verstanden. Und dann seien sie nach Stalingrad gekommen. Ja. Also wir haben eigentlich nur die Leitungen runter die Stadt gebaut. Und wenn die Leitung gebaut war, dann sind wir gerne wieder zurück und haben dann nur so Störungssuche gelassen. Und also unten der Stadt konnte man sich überhaupt nicht aufhalten. Wir lagen oben auf der Höhe. Warum konnte man sie unten nicht aufhalten? Ah ja, hier Artilleriefeuer. Da hat's geknallt. Wenn wir da unten in der Stadt waren, dann haben wir gesehen, dass wir hier unsere Aufträge schnell erledigt hatten und dann wieder weg konnten. Da war ich zum Beispiel Dorfherrschaft EK2 gekriegt. Da hatten wir eine Leitung gebaut und dann sind mit 2 Mann, die mussten da bleiben und dann die Leitung flicken, und die war dann an dem Tag mehrmals zerschossen. Und dann mussten wir immer hier, also das war so, von der Höhe ging das dann so in einem sanften Hang, ging es so unter die Stadt. Und dieser sanfte Hang, das war nur, also vollkommen, also nur Gras, also einsehbar von der anderen Seite. Und da haben die immer wieder drauf geschossen. Und da mussten wir dann mehrmals die Leitung flicken unter Artilleriefeuer. Und dafür haben wir dann alle beide EK2 gekriegt. Obwohl es andere Ecken, wo es irgendwie viel kritischer war, aber da war niemand dabei, der es gemerkt hat. Wie hat denn das für Sie da in Stalingrad ausgeschaut, gerade mit dem Schlafen? Da habe ich ja gelesen, da haben Sie Bunker bauen müssen, Racheln. Ja, was heißt, man hat das Bunker genannt. Das waren Erdlöcher, die man irgendwie mit Grassoden noch verschönert hatten und dann sind wir runter in die Stadt und haben da dann aus den Trümmern, haben uns da Balken rausgeholt, damit wir auch eine Decke drüber bauen konnten. Das war ja lebensgefährlich, da diese Balken zu holen, weil die Russen immer hergeschossen haben. Einmal, also da war einer, da war wieder so ein Überfall und als wir dann wieder hochgingen, da lag einer, der war hier hinten
irgendwie ein Splitter reingesaust. Und da kam dann so ganz dünn schon Hirn raus. Den habe ich gefunden. Wie hat denn das mit der Verpflegung ausgeschaut zu der Zeit? Also als Lanzer hat man immer Hunger gehabt, gell? Und bei der Verpflegung war es mit dem Brot tatsächlich so, das hat so lange gedauert, sagen wir mal, das ist irgendwo im rückwärtigen Gebiet gebacken worden. Und bis das zu uns kam, war das zu einem großen Teil schimmelig. Dann haben wir die Schimmelstücke rausgeschnitten und dann hatten wir so kleine Öfchen gehabt. Und da haben wir so uns dann draufgelegt, dass die ein bisschen krustig wurden. Und dann haben wir die gegessen. Halbe Portion war dann nur noch. Und vor allen Dingen, es gab kein Gemüse, es gab kein Obst, sagen wir mal, das Grünzeug hat gefehlt. Und da gab es eine ganze Menge Fälle von Gelbsucht. Also da hat ja dann einer meiner Kameraden, der hat mit Gelbsucht, ist der heimgekommen. Matthias Prinz, seines Zeichens angehender katholischer Geistlicher. War das dieser Matthias auch, der immer da dieses Wasser geholt hat mit den Kanistern? Das war der uns sozusagen Christentum vorgelebt hat. Wollen Sie das einmal erzählen für die Zuschauer, was der gemacht hat mit den Wasserkanistern, warum das so außergewöhnlich war? Ja, der hat durch sein Benehmen hat er seine Kameraden erzogen. Weil sie haben immer gestritten, wer jetzt das Wasser holen muss, weil das Wasser haben sie ja nicht irgendwo gehabt, das haben sie ja da holen müssen von... Ja, stellen Sie mir vor, da gingen 2 Liter 20 Liter in einen Kanister hinein und 2 Kanister, das waren dann 40 Liter, also fast ein Zentner. Und diese Quelle, die war unten in einer Rachel. Also Rachel, das waren Trockentäler. Und da musste man das noch so ein bisschen den Berg hoch da. Also man hat schon, und wir waren alle mehr oder weniger schwach und müde und abgekämpft. Also es hat sich keiner gedrängt. Nur der Matthias, der ist dann immer von sich aus gegangen und hat diese Kanister mit Wasser. Und der hat dann stillschweigend sich die Kanister gepackt und ist marschiert. Und da haben wir es dann auch irgendwann im August, September in Stalingrad dieses Rachelfest erlebt. Ja, da lagen wir so in so einem, Büsche und Bäume und sowas gab es ja nicht, sondern nur einfach Wiesentäler. Und in einem dieser Täler, das saßen dann rechts und links saßen wir so ein bisschen am Hang und unten haben wir dann da sozusagen das Rachelfest gehabt. Und da hatten wir einen, der war eigentlich Organist in Brünn in der Kirche, also hier in der Eifel, ja. Und der hat eine Ziehharmonika dabei gehabt. Also wir waren ja alle motorisiert, da konnte man auch sowas mit. Also der war die Kompaniemusik. Und der hat dann Musik gemacht, wir haben dazu gesungen. Unser Hauptmann, der war der Kompaniechef, der hat dann das Lied von der Wolga, wie heißt das? Allein. Also sagen wir, und dann das Wolga-Lied. Und das hat er dann gesungen. Es steht ein Soldat am Wolgastrand, hält Wache für sein Vaterland.
Vaterland. In dunkler Nacht allein und fern, es leuchtet ihm kein Mond, kein Stern. Regungslos die Steppe schweigt, eine Träne ihm ins Auge steigt und er fühlt, wie's im Herzen frisst und nagt. Wenn ein Mensch verlassen ist und er klagt und er fragt, hast du dort oben vergessen auf mich? Es sehnt doch mein Herz auch nach Liebessinn. Du hast im Himmel viel Engel bei dir. Schick doch einen davon auch zu mir. Wie hat sich denn diese Stimmung entwickelt zu Beginn von Stalingrad, bis sie da hinkommen sein und dann Tage, Wochen, dann im 2, 3 Monate bis dann November dann, wie ist das da gewesen? So diese Stimmungsentwicklung innerhalb von... Ja, die Stimmung, die wurde immer mieser. Und wenn Sie dann bedenken, wir hatten ja mitteleuropäische Zeit und in Wirklichkeit waren wir ja 2 Stunden früher. Und wenn wir dann mit der mitteleuropäischen Zeit, Moment, das stimmt. Also auf jeden Fall um 3 Uhr ist es dunkel geworden. Ja, dann war es in Wirklichkeit schon 5. Gell? Und es ist, also sagen wir mal, die Stimmung war ganz mies und mau, weil wir waren so weit weg, es hat nicht geklappt. Es ging in Stalingrad, ging es nicht vor und nicht zurück. Und das hat sich über dieses ganze Heeresgruppe ausgebreitet. Da haben sie einmal den Funkspruch irgendwie mitgehört von den Russen, von wo der Stalin selbst gesagt hat. Nein, das habe ich später erfahren. Also sagen wir haben ja versucht, russische Leitungen anzuzapfen, aber das hat nicht geklappt. Also Lauschstrupp. Gerade der Winter 41, 42, da hatten wir einen in unserer Kompanie, dessen Mutter war eine Slowakin. Und der konnte Slowakisch und das ist ja so ein bisschen dem Russisch ähnlich. Und den hatten wir dann dabei und der sollte dann da etwas hören. Da sind wir dann nachts an die Eisenbahnlinien und haben dann da früher waren ja jede Telefonleitung extra gespannt. Da ging ja an den Bahnstrecken, da gingen ja der ganze Bündel von Leitungen mit. Und dann haben wir dann die immer 2 und 2, also man braucht ja 2 Leitungen für ein Gespräch. Und dann haben wir dann diese beiden Leitungen angezapft und versucht, irgendwas zu hören. Und diese
Aufgabe in Stalingrad haben sie in der Nachrichtenabteilung vor allem gehabt, eben diese, wenn einmal eine Leitung zerstört war, wieder aufzubauen. Ja, da musste man auf der anderen Seite, wir sind mal mit 4 Mann losgeschickt worden, fahrt also hier so eine Bahnleitung entlang und versucht irgendwie andere Einheiten zu erreichen. Und dann haben wir uns da in so eine Leitung reingemacht und da hatten wir tatsächlich eine Einheit dran. Und die haben wir dann mit der Einheit verbunden, die uns losgeschickt hatte. Da hatten wir schon eine. Und dann haben wir noch als weitergesucht und auf einmal haben wir noch eine Einheit gehabt. Und dann haben wir die dann habe ich mich dann gemeldet. Ich habe hier noch einen Herrn sowieso, der möchte gern sich in das Gespräch einordnen. Und dann haben diese 3 Leute, da waren 3 irgendwelche Kommandeure, die haben dann eine ganze Zeit, haben die dann miteinander sich unterhalten. Und als ich in der Kesselvermittlung saß, wo dann nachher die Granate reingesaust war, da habe ich natürlich jedes Gespräch mitgehört. Da wusste ich besser Bescheid als irgendwie so ein Leutnant oder Oberleutnant von den Leuten, die da rumliefen. Und seit der ganzen Zeit waren sie immer damit beschäftigt, die Leitungen zu reparieren, als in den Nachrichten. Ja, genau. Und dann hier, wie gesagt, und dann sind wir dann manchmal so mit so versprengten Teilen irgendwie zusammenstoßen. Oder Partisanen. Das war auf der Strecke, an der Bahnstrecke Rostow. Da war nachts auf einmal unsere Leitung gestört. Schicken wir mal auf Störungssuche, finden auch die Stelle, sind dann gerade beschäftigt, das wieder zusammenzuflicken. Da werden sie beschossen. Da hatten die dann die Leitung gekappt und haben sich auf Lauer gelegt und haben gewartet, bis die Störungssuche kam und haben sie dann unter Feuer genommen. Und da war einer tot. Und die haben dann natürlich zurückgeschossen und da sind die wieder weg. Also, aber diese versprengten Truppen, diese Partisanen, das waren eigentlich hier die uns Nachrichtenleute, die wir im Gelände herumsausten, gell, irgendwie mal gefährlich werden konnten. Weil da haben sie auch mal eine Episode erzählt. Es sind dann oft dann immer Offiziere, höhere Menschen kommen, um junge Leutnants zu rekrutieren. Gerade von den Nachrichten, auch, dass die dann Offiziere werden, weil da viele Verluste waren. Und da haben sie dann ja geschrieben, dass dann aber das verheimlicht geworden ist, dass wenn man dann sich meldet, freiwillig zum Offizier, dann von den Nachrichten wegkommt zur Infanterie. So ungefähr. Ja, das ist ja so, obwohl jeder, der sich von den Nachrichten also als KOB, als statt dann Kriegsoffizierbewerber, ursprünglich mussten die mindestens Abitur haben. Und später hat man dann, sagen wir mal, einen tapferen Mann genommen oder der irgendwie sich gezeigt hatte. Da hat mich der Leutnant schon als Rekrut gefragt, ob ich, da bekam die hier so einen kleinen Silberstreifen, ob ich sowas werden wollte. Ich wollte wieder Zivilist werden. Also ich habe das, und habe auch gedacht, ich habe so das Bild gehabt, der Offizier, der muss, wenn es irgendwo gefährlich ist, als erster Vorderer hergehen. Das war ja nachher ganz anders da, teilweise. Und also ich wollte das nicht.
Ich wollte wieder heimkommen. Und dann waren das so dumme Kerle, die hat das dann auf einmal gereizt. Und dann kamen die auch in den Lehrgang. Und in diesem Lehrgang, als Nachrichtenoffizier, mussten die auch ein Vierteljahr Infanteriebewährung nachweisen. Und da sind eine ganze Reihe von denen, die sind immer weitergekommen. Wo sie da eines Tages einmal warten mussten und dann ist eine ganze Division an ihnen vorbeigezogen Richtung Stalingrad. Ah ja, das war eine, also da hat man gemerkt, in Stalingrad geht es nicht voran und dann holt man eine neue Division ran. Die hat man dann irgendwo anders da abgezogen und dann mussten die marschieren. Waren Sie da insgesamt Teil der 6. Armee vor Stalingrad? Ah ja, das war 6. Armee. Das waren an die 20 Divisionen. Und jede Division hat ungefähr 15.000 Mann. Also in dem Kessel sind 300.000 Mann verhungert, erfroren und gefallen. Und dafür wären Sie eigentlich auch vorgesehen gewesen. Ah ja, da wäre ich dabei gewesen. Wenn die nicht am Tag vorher, die letzten von unserer Kompanie, die sind drin geblieben. Da waren die Fahrzeuge waren nicht fahrbereit. Da bleibt er bei euren Fahrzeugen. Wenn die geflickt sind, kommt er nach. Die konnten nicht mehr durch. Da war Kalatsch. Das war der Donübergang. Und Kalatsch, das war sozusagen die Nabelschnur für diese ganze Armee. Und die Russen haben am ersten Tag ihres Angriffs, sind die mit Panzern durchgebrochen bis zu der Brücke von Kalatsch und haben die besetzt. Und wir waren ja da am Tag, ehe Kalatsch zugemacht wurde, sind wir da über die Brücke und sind dann ungefähr so mindestens 200 Kilometer nach Nordwesten war das. Hier war der russische Angriff, der kam hier runter. Also von Norden und dann hier von Süden so rein. Das war eine Zange. Also sagen wir, die Stalingrader Armee, die ist überhaupt nicht angegriffen worden, sondern die beiden Armeegruppen, die links und rechts von der Stalingrader Armee war und hinten zu. Und dann kam ja der Befehl an die Paulusarmee, einigeln. Das heißt mit anderen Worten, also nicht ausbrechen. Da hat ja dann der Göring, der hat ja großartig versprochen, da war eine Luftwaffe, die versorgt die aufs Beste. Da konnte es nie erhalten. Und Sie sind in den Donbogen dann gekommen, aber da sind Sie dann auch eingekesselt geworden nachher dann. Da war ja der Angriff, da hatten wir auch wieder eine Vermittlung eingerichtet und als wir so fertig eingerichtet waren, standen die Panzer draußen auf der Dorfstraße, die russische natürlich. Wie Sie aus dem Kessel ausgebrochen sind, das ist ja auch irgendwie noch möglich gewesen, weil Sie gerade dieser Leutnant oder der General, der was das Sagen gehabt hat, sich eigentlich dem Führerbefehl widersetzt hat, dass sie da ausbrechen können. Der General Jaheim. Das habe ich ja an diesem zentralen Telefon, also in der Vermittlung. Also Mädchen vom Amt waren wir, so ungefähr. Und da habe ich das mitgekriegt. Da hatten wir einen Oberst in diesem Kessel und diesen General Heim. Und die beiden haben sich beraten. Und dieses Beratungsgespräch hat der August mitgehört. Jedes Gespräch. Denn was wird jetzt mit uns, mit mir? Hat ja einen interessiert. Und als dann die zwei sich einig waren,
heute Nacht geht's los. Da ist schon mal ein Stein vom Herzen gefallen. Da war wenigstens noch eine Chance. Aber die haben sich widersetzt, dem Führerbefehl. Ah ja, die haben den ja dann nachher erst sofort abgesetzt. Kam ein anderer. Und der ist morgens gekommen und am Abend war ich schon verwundet. Also haben wir schon wieder einen neuen gekriegt. Und den General Heim haben sie dann eingesperrt, nachher dann. Und dann, den hat man erst eingesperrt und dann nachher ist er dann irgendwie, da gab es ja dann diese Atlantikfestungen, die Hafenstädte, nach Frankreich, Normandie. nein, wie heißt das da hier? Biscaya. Diese an die Biscaya-Grenzen. Und da hat er eine Hafenstadt, hat er sozusagen als Festungskommandant befohlen. Also er ist nachher in Gnaden wieder aufgenommen worden. Aber erstmal drauf. Aber nur durch das sitzen sie jetzt heute eigentlich noch da, kann man sagen. Ein General widersetzt sich einem Befehl. Wir sollten uns auch einigeln. Hier einigeln. Das haben die nur gewusst. Und nur weil die dann gesagt haben, na, wir brechen jetzt aus, haben sie dann im Detail von der Einheit eben dann mit ausbrechen können. Und dann sind wir hinten durch den Hof und so weiter mit unserem Auto ab, querfeldein. Der Boden war ja gefroren, konnte man fahren. Wir hatten da natürlich Vierachsantrieb, also Vierradantrieb. Das heißt, da sind sie dann durchgebrochen. Ja, sonst wären wir eingesackt. Da ist Folgendes passiert. Also das war dann nach diesem Stalingrad kam, da sind wir in losen Haufen irgendwie nach Westen. Haben nachts in den Dörfern übernachtet und der Russe ist uns gefolgt und er hat in demselben Dorf übernachtet. Haben vielleicht die eine Hälfte waren Russen, die andere Hälfte waren Deutsche. Auf jeden Fall ein Motorradfahrer von unserer 3. Kompanie hat in einem Dorf, in dem Haus, ganz allein Quartier gemacht, hat sich ausgezogen bis auf die Unterwäsche und hat gut geschlafen. Und sein Motorrad steht draußen auf dem Hof. Und da wird er von den Russen, von einem älteres Ehepaar, wird er geweckt. Und da guckt er raus. Und da sind 3 Russen, die spielen an seinem Motorrad rum. Und da war der so erschrocken, dass er hinten in den Garten lief, nur in Hemd und Unterhose. Und Stiefel hat er angehabt. Und ist einfach durch den Wiesengrund gelaufen von dem Dorf weg. Also es war kalt, Frost, Schnee hat gelegen. Der wäre innerhalb einer halben Stunde tot gewesen. Und da waren wir aber auch in dem Dorf gewesen. Und am Morgen hat der Unteroffizier schon gesagt, also hier ist eine Disma, wir bauen uns hier fort. Und da sind wir aus dem Dorf heraus und sind in einem großen Bogen hinten über eine Brücke und auf der anderen Seite von dem Tälchen wieder zurück, dass wir wieder gegenüber von dem Dorf standen. Und da haben wir nochmal Halt gemacht und haben nach dem Dorf nochmal geguckt. Und da ist auf einmal in dem Dorf eine Schießerei. Und dann sehen wir eine Gestalt aus dem Dorf herauslaufen und die läuft dann auf uns zu, winkt und schreit. Und da war das dieser Motorradfahrer von unserer 3. Kompanie. Da haben wir den dann noch mit unser Auto eingepackt, mit Decken umwickelt, damit er wieder warm wurde und haben ihn dann bei seiner Kompanie abgeliefert.
Aber das russische Ehepaar hatte den Mann geweckt. Die hätten ja auch den Russen sagen können, hier kommt mal her, hier ist noch einer. Man sieht das ja auch, Morozowskaja, hier auch Morozowskaja. Und da waren wir am 1.1.43. Haben Sie zu der Zeit dann eben dann mitgekriegt, was sie dann in Stalingrad weiter abspielt, wie dann keiner mehr rausgekommen ist, keiner mehr reingekommen ist? Also da war irgendwie ein dumpfes Gefühl. Was haben wir Glück gehabt. Und dann ja auch die Vorstellung, wie es bei denen aussehen könnte. Und da habe ich ein Buch gelesen, also da muss es furchtbar gewesen sein. Hat man die Toten mit Schiebebagger zusammengeschoben. Und dann seien sie zurück. Also hier die lange Strecke. Und da kamen dann hier 3 SS-Divisionen. Das war das Reich. Leibstand hatte Adolf Hitler und noch. Also 3. Und denen ist gelungen, den russischen Vormarsch zum Stehen zu bringen. Wie seinen, das stelle ich mir für mich immer sehr schwer vor. Ich bin jetzt 25 und so wie Sie mit 19, 20 Jahren da in die Front hineingeschickt worden sein, jetzt Stalingrad da mit Glück irgendwie überleben konnten. Zuerst, wie haben Sie das eigentlich da mit den ganzen Verlusten umgehen können? Im Kopf, wie der Krieg wieder immer noch weitergegangen ist. Wie kann man das vorstellen? Das war das Interessante, also ich habe das erst später gesehen. Also als ich wieder mal im Urlaub war. Da hat man zum Beispiel im Kino, hat man in der Tagesschau Kolonnen von deutschen Soldaten einfach marschieren lassen. Hier, was haben wir da, eine Masse Soldaten? Da wollte man das einfach, also das war sozusagen eine Regung,
die sich dann gezeigt hat, hier, wir haben doch noch genügend Leute, die wir ins Feuer schicken können. So ungefähr habe ich das verstanden. Propaganda, gell? Sind Sie dafür, mit dieser Propaganda so in Berührung kommen, wie das alles so aufgezogen geworden ist? Oder sagen wir, jeder kleine typischer Fall. Also wir waren da auf Voronezh, also von Chicry auf dem Weg nach Voronezh und waren dann kurz vor Voronezh und dann auf einmal Sondermeldung übers Radio, also die haben ja die Funkgeräte gehabt, die konnten das auch hören. Voronezh ist gefallen. Und da hat dann die 4. Kompanie, das war die Funkkompanie, die haben dann, ja, wenn der Voronezh gefallen ist, da brauchen wir dann auch eine Funkstelle da. Und die haben dann einen Funktrupp losgeschickt und der ist in die Russen hineingefahren. Und da haben sie dann daher den Fahrer und 2 Mann, die hatten sie umgebracht und den Unteroffizier, den haben sie scheinbar mitgenommen. Den wollten sie irgendwie erst einmal befragen. Und die 3, aber wie gesagt, da hat man gesagt, Voronezh ist gefallen, dabei war es noch gar nicht gefallen. Aber das war auch dann sozusagen für die Russen eine Irritation. Ja? Ja, ist es nun gefallen oder ist es nicht gefallen? Also für Informationen, wo man dann selber oft gar nicht gewusst hat, vielleicht stimmt's, oder ist es wieder nur ein Versuch? Es habe den Gegner in die Irre zu führen. Also, und das hat dann diesen 3 Mann oder diesen 4 Mann oder dem ganzen Fundtrupp das Leben gekostet. War der unterschiedliche Schreiber. Ich habe den gekannt. Wie haben Sie denn mit dem alles umgehen können, mit diesen Verlusten, den Sie persönlich gekannt haben? Haben Sie das irgendwie verarbeiten können zu der Zeit? Oder ist das irgendwie gewesen, das ist halt der Krieg? Oder wie kann man das so vorstellen? Wir haben nach dem Krieg, bei dem Treffen, haben wir mal versucht, wie viele Tote wir in der Kompanie hatten in den 4 Jahren. Und da sind wir ungefähr auf so 40, 50 Tote gekommen. Wie viele Verwundete? Das wissen wir nicht. Aber sagen wir mal, unsere Kompanie, die waren vielleicht 120, 150 Leute. So, das hat gewechselt. Also sagen wir, jeder Dritte ist gefallen. Haben Sie da gewusst, was mit den Leuten passiert, die in Gefangenschaft kommen? Weil da haben Sie ja Episoden kurz beschrieben, dass da zurückgelassene Rumänen da neben der Straße, oder die flüchtenden Rumänen neben der Straße gesehen haben, was mit denen passiert ist. Ja, die haben für erschossen und reingehalten. Jeder deutsche Soldat hat ein Gewehr gehabt. Und bei den Russen waren viele, viele, viele Infanteristen mit Maschinenpistolen ausgestattet. Also von wegen, der deutsche Soldat bekommt, was er braucht, hatte Hitler gesagt. Aber da, nicht jeder deutsche Soldat hat eine Maschinenpistole gehabt. Zumindest die Infanterie hätte sie gebraucht. Sagen wir, Infanterist war von vornherein zur Hälfte das Todesurteil. So wie Sie dann auch einmal da eben, habe ich Sie vorher gesagt, aushelfen mussten als Infanterist in diesen... Ja, wir haben aber ein Dorf, da haben sie uns als Infanterie eingesetzt. Tagsüber hat man doch eine Leitung gebaut. In der Nacht, als wir da abends zurückkamen, da wurden wir mit 10 oder hier, ja, das war da wurden 10 oder 11 Leute ausgesucht
ihr kommt bei Alarmbataillon. Da haben sie uns in der Nacht verfrachtet und so im Morgengrauen standen wir dann vor einer Wiese und hinter dieser Wiese war ein Dorf und da sitzt der Rose drin und den müsst ihr jetzt rausschmeißen. Und da mussten wir dann über diese Wiese auf das Dorf zu laufen. Ich habe am ganzen Körper gezittert vor Anspannung. Und als dann der Befehl kam, lauf, da war es vorbei. Aber es hat alles an mir gezittert. So war die Anspannung. Denn der läuft ja jetzt ins Feuer rein. Und als wir dann im Dorf waren, da hatten wir dann Deckung. Da ging es ja wieder besser. Da habe ich ja dann auch dort die Frau gefunden, die auf ihrem toten Mann lag. Und das stelle ich mir eben schwer vor, das alles zu verarbeiten als 19-, 20-Jähriger zu der Zeit. Das ist für mich, weiß man nicht. Ich mache mir heute mehr Gedanken darüber als damals. Damals hat man das einfach ausgenommen. Na, hast du ja wieder überstanden. Also sagen wir, wenn ich nachts mal so wach werde, bin ich mal unter Umständen eine Stunde wach. Und dann kommen die Sachen. Und natürlich jetzt hier durch auch ihr Besuch, das wächst das alles bei mir wieder auf. Genau deswegen ist es ja für uns ein großes Privileg, dass Sie uns erzählen, weil natürlich mir das bewusst ist, dass wenn so wie wir kommen, Sie erzählen, dass alles wieder das Das kommt hochkommen hoch, lässt. gell? Und dann fällt mir manches auf einmal, ach ja, das war ja so, das war ja so. Sagen wir, die eigentlich vergessen sind, die kommen dann wie so aus einem Topf, wie eine Blase, kommt es wieder hoch. Und so haben Sie dann eben die ganze weitere Zeit auch so tageweise überlebt, wo Sie gesagt haben, wieder einen Tag überstanden, wie Sie dann da immer weiter in Richtung Westen wieder zurück, am Rückzug eigentlich, kann man sagen, nachher dann waren. Der Rückzug nach Westen, nein, das Gefühl, wir sind ein verlorener Haufen. Der war mehr und mehr in den Lanzen drin. War das auch durch das, dass Stalingrad dann gefallen ist, weil bis dahin waren sie immer am Vormarsch und dann ist ja dieser, man sagt so, dieser Nimbus der Unbesiegbarkeit ist dann oft so beschrieben geworden. War vorbei. Wir waren noch auf der Ostseite vom Dnieper, da waren die bei Kiew schon über den Dnieper nach Westen. Da haben die damals zum ersten Mal irgendwie Fallschirmjäger eingesetzt. Und das ist auch wie also der Bush-Telefon. Also das war auf einmal überall bekannt, die setzen jetzt Fallschirmjäger ein. Das haben wir bisher nicht gekannt. Dass die Russen das einsetzen. Ja, also die einzelnen Leute schon, die waren zu den Partisanen und so, aber das haben wir in geschlossenen Haufen. Gell? Und das war dieser russische Panzer, dieser T-34, der war den deutschen Panzern überlegen. Und die hatten die in Massen hergestellt. Also das sind ungeheuer viel Panzer abgeschossen worden von den Deutschen. Die haben die Panzer abgeschossen, aber die haben noch mehr produziert.
Haben Sie dann in der Zeit oft dann vielleicht gedacht, warum bin ich jetzt da? Warum bin ich nicht daheim? Wann wird das aus sein? So diese Ungewissheit, wie lange das noch dauern wird. Ist das irgendwie so oft manchmal gewesen? Ja, auf einmal haben wir gesehen, als wir immer weiter zurück waren und als der Army damals gelandet war in Frankreich, da haben wir gesagt, jetzt kommt es zum Entscheiden. Also jetzt irgendwie muss es zu einem Ende kommen. Wo dann die Landung in Normandie nachher dann war, im Sommer 44. Naja, da waren wir wieder aber vollkommen in der Zange. Da haben die Zange zugedrückt. In Westgalizien waren wir da. Bei Lemberg. Lemberg in der Ecke. Also östlich davon noch. Sagen wir lieber der Tarnopol. Und dann war hier dieser Bahntransport und dann kam man wieder hier nach Polen hinein. Ja. Also am 12. Januar 1945, als da der russische Angriff losging, das war ein Feuer. So hatten wir es vorher noch nie erlebt. Das aber die das überlebt haben, das müssen nur noch ganz wenige gewesen sein. Da waren vorne die Infanterie, schätze ich, die waren alle zermalmt worden. Also, Sie Also haben, der hatte da eine ungeheure Übermacht zusammengezogen. Und da konnte für uns nur noch ab. Und da auch wieder ganz typisch, sagen wir, ein Parallelfluss der Weichsel, westlich. Und da war ein Flüsschen und die Russen, die waren mit ihren Panzern durchgefahren bis zu der Brücke über das nächste Flüsschen. Und da waren alle Einheiten, die zwischen der Weichsel und diesem Flüsschen waren, die konnten auch wieder nicht über die Brücke. Da sind wir mit unserem Auto über den zugefrorenen Fluss gefahren. Und die Artilleristen mit ihren Pferdegespannen, die wollten auch darüber. Und die Pferde, die haben ja nur die Hufgröße, die da das Eis belastet, die sind eingebrochen. Und dann die ganze Gespanne haben da in den Fluss gehängt. Ja, und dann kam man dann nach Oberschlesien. Und an der Oder, da stand die Front noch einmal befestigt. Und da wurden wir dann von da nach südlich Berlin beordert. Und so kam man dann da an die Elbe. zum Kriegsende nachher dann. Wie war das dann? Weil da haben sie ja eine Episode, wo sie dann an der Elbe waren und gewusst haben, am Osten kommt der Russe und im Westen sind die Amerikaner. Wie ist das da für sie gewesen? Weil da haben sie Genau. Und da wollten natürlich alle Lanzer und alle Zivilisten, die wollten zum Armee. Die Lanzer, weil sie nicht in Gefangenschaft wollten, und die Zivilbevölkerung, die hat ja auch schwer zu leiden gehabt. Und wie haben sie dann über die Elbe drüber können? Wie haben sie das angestellt? Wir kamen da, also am Ostufer der Elbe, da standen dann die Wagen mit dem Fluchtgepäck. Da standen noch Vieh rum, da standen Pferde rum und die Leute waren weg. Oder sind noch da rumgelaufen und haben da Überfahrtmöglichkeiten gesucht. Und da hat dann mein Kompaniechef
Also den hatte ich 41 schon als Rekruttenoffizier. Also der war aber zwischendurch verwundet worden und kam aber 45 im Januar, kam der zu uns zurück am Stock Weisheit. der Weisheit. Und der hat gesagt, also hier, Sie sind ja vom Rhein, Sie wissen Bescheid, fahren Sie rüber auf die andere Seite und sehen Sie zu, dass Sie irgendwie ein Boot bekommen. Denn drüben auf der anderen Seite, die meisten Leute, die sind rübergefahren und haben dem Army die Hand hingestreckt und haben die Boote da einfach liegen gelassen. Sind auch teilweise die Elbe runtergetrieben. Und da haben wir dann aus so 2 Seitenteilen von einem LKW und leeren Benzinkanistern ein Floß gebaut und sind mit 2 Mann rüber. Und drüben auf der anderen stand ein Army-Posten. Ich hatte ja Englisch gelernt. Da habe ich dem dann meine russische Pistole als Souvenir angeboten und gefragt, ob ich nochmal rüberfahren dürfte. Okay. Und da bin ich dann da mit dem Spaten, habe ich dann rübergefahren und dann habe ich dann immer 10 Leute reingenommen, 5 hier hin, 5 da und jeder hat dann einen Spaten gehabt und ich stand dann in der Mitte und habe dirigiert. Ich war der Kapitän. Auf dem Rhein hatten wir das als Buben gemacht. Das war sozusagen das Spiel vom Rhein, habe ich da fortgeführt. So ähnlich. Und ja, dann habe ich 2 Tage lang übergesetzt. Wie viele Leute haben Sie da rübergeholfen, circa? Ich schätze jeden Tag vielleicht 20 Mal gefahren. Also ich weiß es nicht. Also Hunderte. ja, Hunderte ist viel gesagt, gell? Aber so 200, 300, 400. Ich hatte eine junge Frau übergesetzt und hat der Posten, der wollte mit aller Gewalt nicht durchlassen. Die ist vor dem in die Knie gegangen. Ich musste die wieder mit zurücknehmen. Und dann haben wir gewartet, bis der Posten weg war. Und dann habe ich sie doch mitgenommen. Und dann kam dann auf einmal der Russe und hat dann da die Uferweiden durchkämmt und da haben wir uns abgesetzt. Dann sind Sie rüber. Und dann kam, und vorher die Leute, die ich übergesetzt hatte, da hatte die Armee immer wieder weitergehen nach Westen. Der hat die einfach immer nach Westen geschickt, wie sie ankamen. Und dann, als der Russe drüben auf der anderen Seite war, Stopp. Und da waren wir gegen Abend, hatten sich in den Wiesengelände da, so mindestens meiner Schätzung nach 1000, also waren ein Riesenhaufen Lanzer, die da festgehalten wurden. Und da kam dann auf einmal das Gerücht, morgen früh sollen wir an die Russen ausgeliefert werden. Und da ist auf einmal der ganze Haufen, der ist aufgeschwungen, läuft los nach Westen. Und da kamen die Amis mit ihren Jeeps und haben über uns geschossen. Da hat der ganze Haufen wieder flach gelegen. War's vorbei. Und am anderen Morgen wurden wir dann auf einmal waren da große Schiffe, also Lastschiffe da. Hat man vorher gar keine gesehen. Wir hatten sie irgendwie von einem Seidenkanal gebracht. Auf jeden Fall waren da. Und da wurden wir dann auf diese Kähne verladen und auf die andere Seite. Und dann 5 Mann immer nebeneinander dabei. Und der erste Russe, der mir entgegenkam, Uri, Uri. Da war schon mal der Konfirmationsuhr los.
Das heißt, sie haben 2 Tage vorher die Leute über die Elbe drüber gebracht, nur um dann selber im letzten Zug Ja, nochmal ja. rüber und dann waren die. Wenn ich geahnt hätte, dass ich dir da. Wir hatten uns ja in den Uferwiesen im Westen, also der Chef von der 2. Kompanie und von der 3. Kompanie und einer von Dornbirn, ein Österreicher und ich. Wir 4, wir hatten uns versteckt. Da haben wir gesagt, Gott, was sollen wir uns verstecken? Morgen früh finden sie uns doch. Und sind dann dahin zu dem großen Haufen, der dann verkauft wurde. Und dann sind sie in 3 Wochen in 4 Waggons in der Lower gekommen. Artemovsk. Das war Artemovsk, ja. Und dann nachher, und da habe ich Glück gehabt. In dem Artemovsk, da gab es auf einmal Diphtherie. Und da hat ein Zivilarzt, der hat uns untersucht. Und da habe ich gedacht, da musst du dabei sein. Und habe dem dann die ganze Nacht so gemacht, dass ich tatsächlich irgendwie hinten rot war. Dann hat er mich auf Diphtherie-Verdacht ins Lazarett gesteckt. Und von da kam er dann in die Arbeitskompanie, die hat sich K.O. oder OK genannt. Ohne Knochen haben wir dann gesagt. Sie haben ja da einmal 12 Mal am Tag Durchfall gehabt da. Ja, also sagen wir ja die Latrine. Das war weiter nichts als ein tiefer Graben. Da hatte man Balken drüber gelegt, quer. Und dann wie über diesen langen Balken 2 Diele. Und da konnten dann die Lanzer draufstehen und konnten sich ein bisschen hockeln und konnten sich dann frei machen. Und das war so voll, dass die Diele in dieser Brühe geschwommen sind. Und in dieser Nacht, das war nachts, dann jedes Mal, nachdem ich wieder zurück war, habe ich mir dann die Füße erst waschen müssen. Die hatten ja in der Jaure gestanden. Das war auch eine böse Nacht. Wie hat das mit dem Essen ausgeschaut dort? Nein. Denn so viel Essen habe ich gar nicht gekriegt. Und jetzt sagen wir mal, das Essen, was ich bekam, das war ja pro Tag ein Becher Kascha, also irgendwie ein Brei. Dann konnte Mais oder Mais gab es öfter. Oder es gab als Tagesverpflegung eine Maiskolbe, also gekochtes. Die war gekocht. Das war die ganze Verpflegung dann. Und dann gab es noch so, also hier so, die man da in dieser, dieses Weißbrot, dieses viereckige Weißbrot steht. Wir haben Weißbrot gekriegt im Lazarett. Während das andere Brot, was die Lanzer bekamen, das war irgendwie eine Kleie, die man gebacken hatte. Wie lange waren Sie da vorher oder insgesamt danach in Kriegsgefangenschaft dort? Also im Lazarett 4, 5 Wochen. Also der Russe hat vor Seuchen viel Angst gehabt. Der wollte alles probieren, damit das nicht draufkam. Und deswegen, weil Sie dann eben da den ganzen Ja, Abend... und da war das irgendwie rot geworden. Ja? Vielleicht hat er mit mir auch ein bisschen Mitleid mit mir gehabt. War ein älterer. Da haben Sie dann gesagt, da sind Sie dann ja eingeteilt geworden, diese 4 Gruppen, Gruppe 1, 2, 3, 4. Und da sind Sie dann in die vierte. Ja, okay, der 4 war, das waren die fürs Grab bestimmt waren.
ohne Knochen, weil nur mehr. Nein, das war von irgendeinem russischen Ausdruck, war das gekommen. Also nur der Lanzer hat das daraus gemacht. Wobei man ja vorstellen kann, man ist ja, selbst wenn man schlecht benannt war, trotzdem in Gruppe 1 oder in Gruppe 2 eingeteilt geworden. Man ist nicht, war wahrscheinlich nicht einmal. Ja, die mussten arbeiten. Die haben, das waren Baukolonnen. Die haben Häuser gebaut, Straßenbau. Oh ja, der Krieg war ja zweimal hin und zurück über das Land gegangen. Und da war viel zerstört worden. Die Russen hatten ja auch viele wichtige Gebäude beim Rückzug selbst in die Luft gesprengt oder verbrannt, damit die Deutschen nichts davon hatten. Also verbrannte Erde. Wann seien sie denn dann heimgekommen? War das 45, 46? Nein, ich habe ja Glück gehabt. Also nach dem Lazarettaufenthalt war ich verhungert. Und da konnten sie mich nicht mehr gebrauchen. Und dann war ich dann da in der OK-Kompanie. Und da haben wir noch Gelegenheitsarbeiten. Da haben wir ein bisschen den Hof gefegt, da haben wir das Papier gesammelt, da haben wir von den Maiskolben so die leeren Kolben gesammelt. Also so Beschäftigung. Und dann auf einmal hieß es, also es geht noch ein Transport nach Deutschland. Und da habe ich schon morgen früh wird untersucht. Da habe ich schon dem Tag gar nichts mehr gegessen. Da war ich noch mehr schlapp. Und da habe ich gehört, wie der Leutnant oder der Arzt, 3 Mann saßen da und haben untersucht. Auch bei hier das Fleisch, also angepickt. Nachher waren die, also nach Deutschland. Und hat mein Herz, das ist eine Etage höher gesprungen. Und da hat es noch ein paar Tage gedauert, bis das alles geregelt war. Und dann standen wir im Lagertor und drüben stand die Gruppe, die dann die transportiert werden sollte. Und wer diesen Weg von dem Lagertor zu dieser Truppe gehen konnte, der konnte mitfahren. Und wer diesen Weg nicht schaffte, der musste im Lager bleiben. Und da haben dann viele, die sind dann da darüber gewankt und drüben auf der anderen Seite standen die doch und haben die dann aufgefangen. Allein, sagen wir mal, diese seelische Belastung. Du musst jetzt bis dahin kommen, sonst kommst du nicht mit. Aber das war der entscheidende Moment. Wenn der das kann, dann kann er auch nach Hause fahren. Und das haben sie erkennen. Ja, Und dann, wie war das Gefühl, dann wieder zu Hause zu sein? Wie ist es dann daheim gewesen nachher dann? eine große Ruhe ist da über mich gekommen. Ich habe tagelang nur auf der Couch gelegen und geruht. Und meine Mutter, die hatte noch, es gab nichts zu essen. Und da hatte die von irgendjemand hatte die eine ganze große Tüte mit Haferflocken bekommen. Und da hat die mir jeden Tag eine kräftige Haferflockensuppe gekocht. Und das war das, was für mich wieder, also das, glaube ich, mich wieder hochgebracht hat. Ich habe mindestens, also ein Vierteljahr habe ich gebraucht, bis ich einigermaßen wieder da war.
Wissen Sie noch, wie viel Kilo Sie gehabt haben, wie Sie heimgekommen sind, da von der Gefangenschaft Wie viele? wie viel Kilo, wie schwer? Also, weil ich kann mir vorstellen, Sie waren nur mehr Knochen, nur mehr Haut. Ich habe genau noch 100 Pfund gewogen. Und der Arzt, also der hat gleich in den ersten Tagen bin ich bestellt worden zum Arzt. Und da hat er gesagt, 4 Wochen länger und es hat bei Ihnen nicht mehr gereicht. Da wäre ich in Kramatorsk. Ganz offen gesagt, wenn mir jetzt jemand sagen würde, du wirst hier, du wirst das, das und das und das, alles über dir, das halte ich nicht aus. Auch als, wir waren auch alle mehr oder weniger in einem Dauerschock. Die ganzen 4 Jahre. Immer wieder abends, ja, bist du noch da? Am anderen Morgen, wenn dann die Sonne irgendwo hochging, ja, was wird dann heute kommen? Konnte gar nichts kommen und konnte auch irgendwie die größte Gefahr. Die Ungewissheit. Ja. Und dann nach dem Krieg, wie ist dann weitergegangen? Haben Sie dann gleich eine Frau kennengelernt? Haben Sie dann Lehrer angefangen zum werden? Wie ist dann das? Aber nein. Also ich war also es gab ja damals Lebensmittelkarten. Und wer dann nicht arbeitete, der bekam keine Lebensmittelkarten. Der konnte, und ohne Lebensmittelkarten konnte man verhungern. Und da hat man mir gesagt, also hier daheim bleiben ist jetzt nichts. Und irgendwann kaufmännisch war ja 45 oder 46 auch nichts drin. Und da hat man mich dienstverpflichtet in die Schamottfabrik nach Niederlahnstein. Und diese Schamottfabrik, die hat feuerfeste Steine für Franzosen gemacht. Große Blöcke, also hier, das waren Blöcke, die waren noch größer. Und damit wurden, und dann auch Backsteine, also in allen Formen. Und wir haben dann da diese Steine also gemischt, geprägt und gebrannt. Und dann ging die nach Frankreich sozusagen als Reparationen. Und da habe ich 6, 7 Monate gearbeitet und habe dann dauernd so spekuliert, was kannst du dann irgendwie machen, dass du wieder weiterkommst. Denn ich wollte ja nicht mal Backsteine pressen. Und da habe ich erfahren, in Hessen werden auch Leute angenommen ohne Abitur, wenn die eine gewisse Bildung haben. Und die hat man mir aufgrund meiner, was ich so schulisch und beruflich durchlaufen hatte, zugebilligt. Und da bin ich dann nach Hessen und habe dann da 2,5 Jahre nochmal dran gehängt, ehe ich die erste Lehrerprüfung machen konnte. In Frankfurt. Quartier, Essen, ja die Woche. Also sonntags bin ich immer nach Hause, habe dann eine Freundin gehabt, hier die Schmiedemeisterstochter. Da gab es auch, war ein Bauernhof noch dabei, da habe ich mich mal wieder satt gegessen. Die angehende Schwiegermutter hat mir noch ein Glas mit Kochkäse mitgegeben und davon habe ich schon die Woche gelebt. Und Mittagessen im Volksessen, also in der Volksküche, da gab es dann irgendwie Kartoffeln gekocht, mit Schale, ohne Schale, Kartoffelsuppe. Und dann, wenn mal irgendwie Gemüse geerntet wurde, gab es, also es gab was Warmes. Und das war in einem Bunker. Und da habe ich dann von Montag bis Freitag, habe ich da gegessen.
Und für abends hatte ich ja dann aufgrund meiner Kärtchen noch ein bisschen was. Und wo ich untergekommen war, das war eine Postbeamtenwitwe, die hatte ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer und eine Küche. Und da hatte sie ihre Küche. In dem Schlafzimmer wohnte irgendwie ein Vertreter, der war beschlagnahmt. Also das Zimmer war vom Wohnungsamt beschlagnahmt worden. Und ich war der dritte Mann. Ich habe im Wohnzimmer gewohnt und geschlafen. Wie haben Sie denn da damals Ihre damalige Freundin, spätere Frau kennengelernt? Wie ist denn das gewesen? Das war Braubacher Winzerfest. Und damals sind die von den Dörfern noch so in Cliquen. Irgendwie, wenn irgendwo was los war, sind die dahin. Also Buben und Mädchen. Nicht, dass das Pärchen waren, sondern hier, wir gehen alle zusammen irgendwo hin. Und da waren die hier runter nach Braubach gekommen. Und ich saß mit meinem Freund, saßen wir da schon an einem Tisch, sehr frei, oh ja, setzt euch hin. Und da war sie dabei. Da habe ich mit ihr den ganzen Abend getanzt. Und bin dann, als ich nach Hause kam, bin ich nochmal zu meiner Schwester ins Schlafzimmer und habe die geweckt und habe gesagt, heute habe ich das Mädchen kennengelernt, das ich heirate. Und wie viel später haben Sie dann geheiratet? Naja, da war dann noch diese Ausbildung, da war ich gerade drin, gell? Oder hat gerade angefangen, also fast 3 Jahre. In welchem Jahr war das, wo Sie geheiratet haben? Bitte? In welchem Jahr war das, wo Sie geheiratet 1949, am 24.07.49. 24. Juli 1949 haben Sie dann geheiratet. Und wie haben Sie das gemacht, dass mit Ihrer Frau dann so zusammengeblieben sein so lang? Was ist da wichtig für die Zuschauer, dass die auch mal so lang zusammenbleiben können? Ja, also, da war gar kein Gedanke da, irgendwie sich zu trennen. Also, ich war froh. Ich stelle es mal vor, Sie sind 4,5 Jahre im Krieg gewesen, haben dann 2,5 Jahre in Frankfurt und Sie haben ja vorher, bevor wir angefangen haben zum Filmen, haben Sie ja gesagt, Ihnen tut es jetzt nicht zwingend leid, dass Sie diese Zeit durchleben mussten, nur dass Sie die besten Jahre da... also sagen wir mal, nachdem ich meine Frau kennengelernt hatte, da waren die Jahre gut. Ja? Also mit den Wohnverhältnissen und so weiter. Aber es war so eine gewisse Hoffnung. Jetzt, man hat eine Aussicht, wenn du fertig bist, kriegst du eine Stelle. Meistens, ich wollte aufs Dorf, ich wollte nicht in die Stadt, ich wollte Dorflehrer werden und habe dann daraufhin auch nachher geachtet und bin dann in der Dorfschule gekommen. Allerdings auf dem hohen Westerwald. In meinem Dorf lag die höchste Erhebung vom ganzen Westerwald, also in der Gemarkung. Da war im Winter viel Schnee. Hat ungefähr eine Höhenlage von 550 Meter gehabt. Glauben Sie, dass die Welt aus der Zeit vom Zweiten Weltkrieg gelernt hat? Nein. Es wird immer wieder Leute geben, die um der eigenen Macht willen bereit sind, weiß Gott was zu riskieren. Das sind ja nicht nur dieser Chinese oder dieser Putin, sondern das sind so viele kleine Putins da in den Staaten, da kommen dann wieder so diese
reichen Fabrikherren und die wollen dann hier diese Bodenschätze, diese Bodenschätze. Da gibt es immer Reibereien. Sie waren ja in der Schlacht vom Zweiten Weltkrieg. Gerade wenn man jetzt das Wort Stalingrad hört, das ist ja der Inbegriff für den Zweiten Weltkrieg, wenn man da recherchiert. Wenn Sie heute so auf diese Zeit zurückdenken, gibt es da irgendwas, was da den Menschen mitgeben möchten, gerade so irgendeine Botschaft, dass man das eben verhindern kann, so dass das wieder alles so irgendwie kommt? Ja, also sagen wir mal, gehen wir jetzt der Frage Wiederbewaffnung hier bei uns. Da bin ich der Meinung, jeder Staat sollte sich so weit bewaffnen, dass der Nachbar oder ein möglicher Angreifer sich erst 10-mal überlegt, kannst du das überhaupt dem Gegenüber riskieren oder holst du dir kriegst du die Nase vermöbelt. Aber nicht so weit, jemand ausstatten mit Waffen und so weiter, dass sie den Nachbarn überfallen können. Also zur Verteidigung ja, zum Angriff nein. Ja. Was ist wichtig im Leben? Ja. Ja, da ist schon ein gewisses Gottvertrauen. Ich meine, ich bin nicht ganz fromm, aber ich bin auch nicht rein weltlich. Da wissen wir ja nicht, was da auf uns zukommt, wenn wir uns da drüben hinlegen. Ja? Warum ist es wichtig, ein Gottvertrauen zu haben? Also dann hat man eine gewisse innere Ruhe in sich. Also ich kann es nicht allein machen, sondern da muss irgendwie noch jemand vielleicht ein bisschen mit dirigieren. Und bei mir hat er gut dirigiert. Welchen Ratschlag geben Sie den Menschen mit? Die Hoffnung nicht verlieren. Das ist es. Und halt immer wieder anfangen. Immer wieder anfangen. Nicht einfach hängen lassen. Also nicht aufgeben. Nicht aufgeben, ja. Denn wenn einer alles verloren hat, stellen wir nur mal jetzt die Leute da in Afghanistan, da ist es ja, dass die da jetzt bei dem Erdbeben alles verloren haben. Und wenn die jetzt einfach die Hoffnung verlieren und da drauf sitzen bleiben, dann sind sie verloren. Sondern da muss ein bisschen Hoffnung sein, wir fangen wieder von vorne an. Haben Sie irgendein Rezept dafür, dass Sie jetzt bald 104 Jahre sein, das den Menschen mitgeben würden, warum sie immer noch da sein mit 104 Jahren? Nochmal. Haben Sie irgendein Rezept dafür, so ein Geheimrezept, warum Sie 104 geworden sein? Naja, eins ist mir ganz klar. Ich war ein ziemlich starker Raucher. Sie waren ein Raucher. 15 Jahre, 30 Zigaretten an einem Tag, 12 Zigarren an einem Tag und da war es dann am anderen Tag so übel. Dann habe ich gesagt, jetzt ist Schluss. Dann habe ich von einem zum anderen Tag aufgehört. Und keine Zigarette geraucht zur Belohnung, zum Abgewöhnen oder auf gutes Reden mit der Gesellschaft. Nichts war. Hat geklappt. Konsequent dann. Ja, das hat ein bisschen. Ich kann verstehen, wenn der andere schwach wird. Aber das war ja das Gute. Ich war allein, einklassiger Lehrer. Ich habe niemanden gehabt, der mir
und die Nase rumgeblasen hat, den Rauch. Gell? Das macht was aus. Meine Frau hat nicht geraucht, also ich hatte einen rauchlosen Haushalt. Das finde ich ist eine großartige Geschichte, dass selbst wenn jetzt wer raucht von den Zusehern, dass sie jetzt immer noch mit 104 Jahren da sitzen, mit 104 Jahren auch einmal geraucht haben, aufgehört haben und jetzt trotzdem diese körperliche Fitness Also haben. es ging mir wieder besser. Also es ist ein ganz klarer Fall. Ja, sagen wir, der Rauch und was da drin ist, also der Nikotin, schadet dem Körper. Was ist der Sinn im Leben? Dass man irgendwie, sagen wir, in ehrlicher Art und Weise sich durchschlägt. Hier, dass man Kinder, dass man Nachfolger hat, sagen wir, wenn heute, dass wo manche Leute sagen, wir heiraten nicht, Kinder, nein. Es war immer gefährlich, Kinder zu haben und für die zu sorgen. Den drohten vor 100 Jahren, vor 1000 Jahren, vor 10.000 Jahren, da waren die Kinder, die auf die Welt kamen, die waren immer und immer und immer wieder gewissen Gefahren ausgesetzt. Kann man gar nicht. Und wenn die dann heute sagen, ne, das ist ein gewisser Egoismus. Und was wünschen Sie sich für die Zukunft? Einen sanften Tod. Also hier für mich Und für die Welt? das Umgekehrte. Ja, dass alle Welt in Frieden lebt, aber